Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Im letzten Video haben wir uns Khiva angeschaut. In diesem Video sind wir jetzt in Bukhara. Hier hinter mir sieht man schon ein paar Minarette und ein paar alte Mausoleen. Genauso wie in Khiva gibt es auch hier in Bukhara eine wunderschöne Altstadt mit ganz vielen schönen Mausoleen und Moscheen anzugucken. Es ist immer noch sehr heiß, ich glaube wir haben heute um die 43 Grad, deswegen laufen wir von einem Schattenplätzchen ins andere. Wir werden uns jetzt ein bisschen die Altstadt anschauen und danach noch etwas leckeres essen gehen und hoffen auf einen wunderschönen Sonnenuntergang. Genauso wie Khiva war einst auch Bukhara eine bedeutende Handelsstadt an der Seidenstraße. Die Altstadt von Bukhara gehört mit ihren über 150 Monumenten, Moscheen, Mausoleen und Koranschulen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bukhara zählte einst zu den größten intellektuellen Zentren des Islam und zu den bedeutendsten Städten des Persischen Reichs. Die berühmte Bolo Hovuds-Moschee stammt aus dem 18. Jahrhundert und besticht durch ihre zahlreichen, dünnen, mit filigranen Mustern geschnitzten Holzsäulen. Die rund 12 Meter hohen Säulen stützen die reich verzierte Decke der Vorhalle der Moschee. So, wir sind heute ein bisschen müde. Die Hitze macht uns ganz schön zu schaffen. Und hier sind auch ganz viele Leute. Das macht uns auch zu schaffen. Ja, ich glaube, es ist ein Feiertag. Deswegen haben wir uns ein Restaurant ausgesucht, das ein bisschen ab von Schuss ist. So ein Park mit ein paar Bäumen. Vielleicht wird es ein bisschen kühler später. Und das haben wir gerade zu essen bestellt. Sind schon sehr gespannt, was es da gibt. Wir haben gerade so einen super coolen Kompottsaft bekommen. Mega gut, schon glaube ich 1 Liter getrunken. Schmeckt nach Kirsche, gell? Schmeckt voll gut nach Kirsche und alles, Apfel, keine Ahnung was da alles drin ist. Super. Und die Suppe, so eine Kichererbsensuppe. Auch ganz gut, glaube ich. Voll gut. Wir sind wieder unterwegs. Wir haben letzte Nacht einfach vor der großen Stadtmauer in Bukhara übernachtet. Das hat sehr gut funktioniert, auch wenn sehr viel los war und es ein bisschen trubelig zuging. Wir sind dann heute Morgen ganz gemütlich gestartet und sind jetzt wieder auf dem Weg, und zwar nach Samarkand. Das ist unser nächster Stopp hier in Usbekistan. Da werden wir uns
auch noch ein bisschen die Stadt anschauen. Da sind wir schon auch sehr, sehr gespannt, weil das ist eines der berühmtesten Sehenswürdigkeiten von Usbekistan. So, wir haben es nach Samarkand geschafft. Hier hinter mir sieht man schon das erste Mausoleum. Sieht richtig schön aus. Die ganzen Verzierungen und Fliesen, voll cool. Wir gehen jetzt da mal rein und schauen uns das an. Die 350.000 Einwohnerstadt Samarkand gehört zu den bedeutendsten Städten des Landes und ihre historischen Schätze zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der gesamten Region. Seit jeher war Samarkand eine bedeutende Handelsmetropole an der Seidenstraße. Der mongolische Herrscher Timur machte sie im 14. Jahrhundert zur Hauptstadt seines Großreichs. Samarkand entwickelte sich zu einer der schönsten und bemerkenswertesten Metropolen ihrer Zeit. Das sogenannte Registan mit seinen 3 wunderschönen Mätressen ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Er ist das Herz des antiken Samarkands und galt einst als prächtigster Platz Zentralasiens. Die 3 Mätressen, die Koranschulen, stammen aus dem 14. bis 17. Jahrhundert und verzaubern vor allem durch ihre fantastischen filigranen Fliesen und Ornamente. Voll gut. Oder? Voll schön gewesen. Ja, ist voll schön. Guten Morgen!
Wir haben heute Nacht auf einem großen Parkplatz übernachtet. Das hat richtig gut funktioniert. Die Nacht war erstaunlich ruhig. Hier hinten sieht man schon die Autos, die da parken neben uns. Es sind alles kleine weiße Chevrolets und ein kleiner alter grüner Lada steht da auch. Überhaupt die meisten Autos, die hier rumfahren in Usbekistan, sind Chevrolets und sind weiß. Richtig lustig eigentlich. Wir werden jetzt so langsam zusammenpacken und uns heute mal auf den Weg Richtung Berge machen. Wir hoffen da einfach einen schönen Stellplatz zu finden, an dem es vielleicht ein bisschen kühler ist, an dem wir vielleicht ein paar Sachen abarbeiten können. Und ja, wir freuen uns schon auf die Fahrt heute. Wir sind gerade hier in Margilon angekommen. Das ist im Fergana Valley. Das ist so eine ganz fruchtbare Gegend hier in Usbekistan. Die Gegend ist berühmt für ihre Seidenproduktion und für ihre Baumwollproduktion. Und hier verlief auch die alte Seidenstraße. Deswegen hier sind wir gerade in einer Seidenfabrik, wo Seide hergestellt wird. Und diesen Prozess schauen wir uns jetzt mal an. Das fruchtbare Fergana-Tal gilt seit jeher als Zentrum der zentralasiatischen Seidenproduktion und als einer der Handelsknotenpunkte der Seidenstraße. Noch heute befinden sich hier zahlreiche Betriebe, in denen hochwertige Seiden- und Baumwollstoffe hergestellt werden. Einige von ihnen können besichtigt werden. Die feinen Seidenfäden stammen aus dem Kokon der Seidenraupe. Ein einziger Kokon kann aus einem bis zu 1200 Meter langen Seidenfaden bestehen. Die Kokons werden mit heißem Wasserdampf behandelt und die Fäden anschließend fein säuberlich abgewickelt. Danach werden sie gesponnen, wenn nötig eingefärbt und auf maschinellen oder manuell betriebenen Webstühlen zu hochwertigen Stoffen verarbeitet. Wir haben jetzt einen richtig schönen Stellplatz in den Bergen gefunden. Ich glaube, wir sind jetzt auf ungefähr 1700 Metern Höhe und es ist hier deutlich angenehmer von den Temperaturen her. Ich glaube, wir haben um die 25 Grad. Wir werden uns jetzt gleich was zum Essen kochen und wir werden wahrscheinlich dann 1-2 Tage hier bleiben und einfach ein paar Sachen beim Computer abarbeiten und uns ein bisschen auf die nächsten Tage und Wochen vorbereiten. Denn ich glaube, für uns geht es dann schon bald über die Grenze nach Tadschikistan und da müssen wir uns noch ein paar Sachen auf der Landkarte und auf Google Maps einzeichnen, was wir alles machen wollen und wohin wir überall fahren wollen. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.